Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir sind zusammen im Schwarzwald auf Genießerpfaden unterwegs. Um genau zu sein, auf dem Karlsruher Grat bei Ottenhöfen. Ja, wie ihr hier sehen könnt, wir sind schon mittendrin. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir hergekommen sind, beziehungsweise wie es von hier aus weitergeht. Beziehungsweise, wie wir über die ganzen Felsen hier hinweggekommen sind. Genau, bleibt dran und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Wir starteten mit unserer Wanderung auf dem Genießerpfad nicht am offiziellen Startpunkt am Bahnhof, sondern von einem Wanderparkplatz aus, an einer Kirche, die direkt am Wanderweg liegt. Von hier aus ging es entgegen der empfohlenen Laufrichtung zunächst entlang der Acher, dann kurz durch den Ort, dann erst leicht und später steiler bergan. Nach dem ersten Anstieg ging es zunächst entspannt weiter, bis wir zu einem langgezogenen, zeitweise ziemlich steilen Anstieg kamen. Dabei konnte ich den ein oder anderen resignierten Seufzer nicht unterdrücken. Ach, da hoch. Ja. Aha. Wir sind ja noch nicht hoch genug. Einige Höhenmeter später musste dann auch Tobi ein wenig schnaufen. Nach weiteren anstrengenden Höhenmetern erreichten wir den Aussichtspunkt Brente-Schrofen, von dem aus man einen schönen Ausblick auf Ottenhöfen und die umliegenden Berge hat. Nach kurzer Pause ging es dann weiter, ein Stück auf der Höhe entlang und an entspannten Kühen vorbei, immer dem Karlsruher Grat entgegen. Eine Möglichkeit, den Grat zu umgehen, ließen wir gerne links liegen und freuten uns auf die versprochene Kletterei. Hier war Anne voll in ihrem Element. Viele Felsen galt es zu überklettern und auch mal eine senkrechte Wand nach unten zu überwinden. Anne machte bei all der Kraxelei natürlich eine deutlich bessere Figur als ich. Teils elfengleich schwebte sie über den Grat, während ich zuweilen auf allen Vieren unterwegs war. Also ich bin da ganz freihändig über den hier drüber, Ja, so das ist schön für dich. ganz nebenbei. Aber ich habe auch keinen Rucksack. Also Zumindest zumindest. hier neben vorbei, ne? Ja, du kannst aber auch einfach mal oben drüber. Nimmst halt alle Viere. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Das rutscht auch nicht. Sagst du. Das sind sehr schöne Aufnahmen. Tobi, der Felsläufer. Genau, Anne macht's freihändig. Wo willst du jetzt hin? Da vorne geht's weiter.
Und hier neben kann ich mich drauf. Ja, genau. Und wenn du abstürzt, dann hängst du auf mir. Dankeschön. Fall ich wenigstens weich. Nee. Trotz all der Strapazen genoss aber auch ich den Wegabschnitt und schaffte es unfallfrei über den Grat. Nach dem Grat führte uns der Weg erstmal ein langes Stück bergab und nach kurzer Zeit erreichten wir einen Schnapsbrunnen. Gut, dass wir den Weg entgegen der empfohlenen Laufrichtung gingen, so konnten wir uns für die bisherigen Mühen mit einem Schnäpschen belohnen. Nach einigen weiteren Kilometern über schmale und breite Wege erreichten wir das zweite große Highlight des Genießerpfades: die Edelfrau-Grabwasserfälle. Hier soll der Sage nach eine Edelfrau eingemauert worden sein, weil sie ihre Kinder ertränken wollte. Trotz der etwas grausigen Sage sind die Wasserfälle sehr beeindruckend. Auf dem letzten Wegabschnitt war noch einmal eine kleine Steigung zu überwinden, bevor uns der Weg gemächlich Richtung Ottenhöfen führte. Der Genießerpfad überzeugte uns neben den beiden herausragenden Highlights Karlsruher Grat und Edelfrau-Grabwasserfällen durch seine abwechslungsreiche Wegführung und den Aussichtspunkt Brente-Schroven. Der Weg als solches ist nicht der einfachste. Neben den vielen Höhenmetern fordert auch die Krabbelei über den Grat ein gewisses Maß an Können. Alternativ
kann man ihn aber auch einfach umgehen. Die Beschilderung des Genießerpfades war wie gewohnt gut. Ja, da haben wir es geschafft. Der Genießerpfad Karlsruher Grat ist gewandert. Oder geklettert. Genau, streckenweise auch über den Karlsruher Grat selbst sind wir auch geklettert. War also insgesamt ein sehr schöner Weg mit ganz viel zu sehen. Also schöne Aussichten, die Edelfrau-Grabwasserfälle, der Karlsruher Grat selbst natürlich. Die Wegführung an sich war auch sehr schön. Viele Pfade, viel mit Wurzeln, viel mit Steinen, abgesehen von den Felsen, über die man klettern muss. Genau. Und Aber auch sehr anspruchsvoll. Gerade der erste Anstieg gleich am Anfang sehr steil. genau, wobei unser erster Anstieg ist eigentlich der letzte Abstieg. Wir sind nämlich entgegen der empfohlenen Laufrichtung gelaufen und darüber hinaus sind wir noch nicht mal am offiziellen Startpunkt gestartet, nämlich der fängt am Bahnhof an, der Weg. Da war aber alles zugeparkt, gab keinen Parkplatz mehr und dann sind wir ein paar Meter weiter gefahren hier an den P3 und ja, da waren glaube ich 2, 3 Autos gestanden und hier direkt nebendran läuft auch der Weg vorbei und dann sind wir einfach hier losgelaufen. Genau. Bietet So. sich an, man muss nicht den Schlenker noch vom Bahnhof Genau. aus machen. Jetzt fängt es an zu regnen, würde ich sagen. Für uns Passt ist genau. das Zeichen für heute mal wieder zum Ende zu kommen. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und Spaß gemacht, uns zu begleiten. Dann wünschen wir euch ja wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin.